willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, heute gibt es mal etwas ganz Besonderes auf diesem Kanal, mal ein Technikset von Kada. Ihr habt das Intro gesehen und das Thumbnail gelesen. Wir bauen heute die J15, eine Kopie der Su-33, der Suchoi aus Russland. Die J15 kommt aus China, so wie Kada ein chinesischer Hersteller ist. Das Paket habe ich in China bestellt, kommt ganz schön braun daher. Wieso, weshalb, warum ich aber euch diesen Jet hier aus Techniksteinen auf meinem Kanal vorstellen will, möchte ich euch noch kurz erzählen, denn die Geschichte ist ganz lustig. Ich war, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn ihr diesem Kanal folgt, auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Natürlich war ich da auch beim Kada-Stand, wo ich diese tolle Tasse auch geschenkt bekommen habe. Auf dem Kada-Stand stand ganz unscheinbar in der Ecke dieses Set, was wir heute bauen. Und ich war dort mit meiner Partnerin, der lieben Klemmbaustein-Lady. Ihren Kanal findet ihr oben auf dem i. Und sie ist komplett an mir vorbeigerannt, hat alle Leute am Kada-Stand stehen lassen und hat sich sofort auf dieses Set gestürzt. Bild seht ihr auch gerade hier neben mir eingeblendet. Und wenn sich jemand so freut wegen einem Stück Technik, wie Klemmbausteine aus Technik, und meine liebe Freundin, die Klemmbaustein-Lady, ist quasi für mich die Technik-Lady, dann schenkt man natürlich so ein Set. Und wir hatten neulich Valentinstag und dann gab es von mir dieses Set hier zum Valentinstag. Und wie es das dann gehört in einer guten Beziehung, baut man es dann zusammen und wir wollen euch daran teilhaben lassen. Deswegen kriegt ihr heute das Video. Wir schauen dann also jetzt zusammen hier in diesen Karton und freuen uns dann natürlich auch, wenn wir das Set bauen und es ein paar Fakten zur J15 von Kada gibt. Ja Freunde, da haben wir den großen, schönen braunen Pappkarton hier auf dem Bautisch. So wie er ausschaut, könnte er auch einer von Bluebricks, Modbricks oder Vonede und Co. sein. Wir klappen ihn aber mal auf, denn wir wollen ja wissen, was sich hier drin verbirgt. Wir haben diese tolle Anleitung und wir haben ganz viele Tüten von 1 bis 4 nummeriert mit Kada-Stein. Kada hat seine eigenen Steine und sogar hier, wie ich sehe, eine Minifigur. Habe ich bei Kada noch gar nicht gesehen. Ist aber auch hier mein erstes Kada-Set, was wir hier zusammen bauen. Gucken wir uns die Anleitung an. Wie viele Tüten sich hier verbirgen, habt ihr gerade eingeblendet bekommen. Wir schieben den Karton mal zur Seite. Wichtig ist jetzt ja hier die Anleitung, damit ihr euch einfach mal ein Bild machen könnt. Wir haben hier 2 Anleitungen, das sehe ich schon, denn wir haben hier eine große 1 stehen. Wir haben hier die 1 und die 2. Wir haben 2 Kärtchen und wir haben einen sehr großen Halt. Wir haben 2 Stickerbogen. Wir haben einen sehr großen und einen sehr kleinen. Der kleine wird wahrscheinlich für die Instrumente sein und der große für draußen. Wir sehen nämlich hier die Hoheitsabzeichen und Haie. Haie werden ja gerne mal so als Wappen genommen oder als Designelement für Flugzeuge. Wir haben hier so eine kleine Kada-Karte, nenne ich es einfach mal, Kada-Karte, die Karte mit QR-Code. Ich denke mal, da bekommt man vielleicht die Bauanleitung. Und hier haben wir noch mal eine extra Bauanleitung für die Minifigur, die ich euch gerade gezeigt habe. Schauen wir uns aber die Anleitung an. Fast DIN A4, Klammer gebunden. Vorne das Flugzeug, hinten Werbung. Das Flugzeug ist ein Lizenzprodukt. Hier steht Kasky, vielleicht ist es der Herstellerfirma, vielleicht ist es auch angelehnt an ein Modellflugzeug. Genau sagen kann ich es euch nicht, werde ich euch aber im Laufe dieses Videos noch nachreichen. Das Set heißt ja C56028, hat 1481 Steinchen. Vorweg, das Set gibt es auch mit Motoren. Wir haben uns hier dagegen entschieden, denn die meisten Sets bei uns sind Standobjekte. Wir benutzen eigentlich fast nie die Motoren. Deswegen nicht wundern, wenn ich euch gleich die Anleitung 2 zeige. Da gibt es einen großen Teil für die Motorisierung. Ja, gucken wir uns die Bauanleitung an, ist ja sehr interessant, auch für mich. Hier sehen wir schon auf der ersten Seite, wie benutzt man richtig Technikelemente, wie zählt man, das finde ich ganz cool. Den eigenen Kada-Teiletrenner, den ich auf dem Messestand von Freakware sogar geschenkt bekommen habe. Wie man ihn benutzt, wird hier erklärt, finde ich eigentlich auch ganz gut, gerade für Newbies, so wie mich. Und dann sehen wir, was ich gerade gesagt habe, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Bauabschnittstüten und ihr seht auch immer, welchen Bereich wir gerade bauen. Lustig ist, dass es dann eigentlich mit A weitergeht, also die 1 ist die A und wie viele Bausteps insgesamt kann man nur am Ende erraten, denn wir haben in den Anleitungen immer nur die Anzahl der Bausteps für halt 1 bzw. A. Ja, aber gucken wir uns an, wie wir die Anleitung zu lesen haben. Ist ein wenig wie bei Kobi, falls ihr schon mal eine Kobi-Anleitung gesehen habt. Das, was wir bauen, ist farblich. Was gebaut wurde, ist in einem Grauton, hier in einem Blauton gehalten. In Klemmbausteinfarben würde man sagen, glaube ich, Sand Blue.
Pfeile weisen uns den Weg. Hier oben in diesen abgerundeten Rechteckchen sehen wir, welche Steine wir brauchen. Und wir haben sogar, und das finde ich ganz cool bei Kada, eine Nummer hier, welche Stangengrößen wir brauchen. 1, 2, 3, 4. Das ist also eine gute Hilfe. Und während ich hier gucke, fällt mir gerade ein, ich habe doch schon mal ein Kada-Set gebaut, aber kein richtiges Technik-Set. Das hier ist ja ein Technik-Set. Ich habe schon mal ein kleines ferngesteuertes rotes Kada-Auto hier gebaut. Also keine wirkliche Premiere, hat der Blockstar wieder gelogen. Naja, wir blättern ein bisschen durch. Ihr seht hier, Pfeile weisen uns den Weg und hier sind wir schon bei 14, 10. Also hier wird wirklich ein bisschen Buchstaben-Zahlen-Salat betrieben. Gucken wir uns aber dann die zweite Anleitung an, da wo ich euch gesagt habe, Freunde, da geht es in die Motorisierung, da sehen wir immer mehr, Pfeile weisen uns den Weg, gerade hier auch bei den Aufklebern, das ist immer ganz gut, so eine Aufkleberhilfe. Und hier seht ihr, wenn ihr Kada Motorblock und Motorisierung habt, könnt ihr den motorisieren. Mir fällt ein, ich habe sogar einen Kada Motor, aber ich denke mal, wie gesagt, ein bisschen die Funktion zeigen, das wird auch so gehen. Auf der Messe, das Flugzeug war auch nicht motorisiert. Ich freue mich trotzdem jetzt hier zusammen mit meiner Freundin dieses schöne Valentinstagsgeschenk klemmen zu dürfen. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Genau hier 134, da seht ihr das Flugzeug, wie es richtig aussieht. Und wir haben hier auf den letzten Seiten ein bisschen die Teileübersicht. Das kennen wir so auch ein bisschen von Kobi. Nicht erschrecken, der graue Filz weicht nun unseres Wohnzimmertisches, denn so ein schönes Set muss zelebriert werden. Und deswegen, wie in alten Zeiten, auf meinen Holztisch klemmen wir jetzt von Kada unseren Düsenjäger, die C56028. Uns viel Spaß beim Klemmen und euch viel Spaß beim Lauschen der Faktenzeit. Speedbildzeit ist Faktenzeit und während wir hier das Set von Kada bauen, natürlich ein paar Fakten zum Vorbild der J-15. Die J-15 ist ein Mehrzweck-Kampfflugzeug, das von der chinesischen Luftwaffe und vor allem der Marine eingesetzt wird. Es basiert auf der russischen Su-33 von Suchoi, wurde aber von China weiterentwickelt und modifiziert, um den spezifischen Anforderungen der chinesischen Streitkräfte gerecht zu werden. Die J-15 ist bekannt für ihre Vielseitigkeit und ihre Fähigkeit, eine breite Palette von Missionen durchzuführen, einschließlich Luft-Luftkampf, Luft-Bodenangriffe und Überwachungsmissionen. Die J-15 ist auch in der Lage, von Flugzeugträgern aus zu operieren, was für China von strategischer Bedeutung ist. Im Jahr 2012 gelang es China erstmals, die J-15 erfolgreich von einem Flugzeugträger aus zu starten und zu landen. Seitdem hat China seine Fähigkeiten zur Flugzeugträgerkampfführung erweitert und gestärkt. Das Modell, was wir hier bauen, ist eines der chinesischen Marine, daher auch im Intro ein Flugzeug auf einem Flugzeugträger. Die J-15 wird von der Shenyang Aircraft Corporation hergestellt, einem chinesischen Unternehmen, das auf die Produktion von Kampfflugzeugen spezialisiert ist. Die Firma ist Teil der China Aviation Industry Corporation, dem größten Luftfahrtunternehmen des Landes. Die J-15 ist ein wichtiger Teil von Chinas Strategie zur Modernisierung seiner Streitkräfte und zum Schutz seiner nationalen Interessen. Die J-15 ist mit modernster Technologie ausgestattet, darunter einem leistungsfähigen Radarsystem und fortschrittlichen Waffensystemen. Es hat eine maximale Geschwindigkeit von Mach 2,4 und eine Reichweite von über 3500 Kilometern. Mit seiner Fähigkeit, eine breite Palette von Missionen durchzuführen und von Flugzeugträgern aus zu operieren, wird die J-15 zweifellos eine wichtige Rolle in der Luftverteidigung und Kampfführung Chinas spielen. Die genaue Anzahl der produzierten J-15 Kampfflugzeuge ist nicht öffentlich bekannt, da es sich um vertrauliche Informationen handelt und China hier generell nicht sehr auskunftsfreudig ist. Es wird jedoch geschätzt, dass China mehrere Dutzend J-15 produziert hat, die auch derzeit von der chinesischen Luftwaffe und Marine eingesetzt werden. Die Produktion der J-15 soll auch weiterhin fortgesetzt werden, um die Kapazitäten der chinesischen Streitkräfte in der Luftverteidigung und Kampfführung zu verbessern. Bisher wurde die J-15 von China nicht für den Export freigegeben und es gibt keine öffentlichen Informationen darüber, ob sie in Zukunft exportiert werden soll. Die chinesische Regierung hat jedoch in der Vergangenheit andere Kampfflugzeugtypen wie die J-10 und die JF-17 für den Export freigegeben. Es ist daher möglich, dass die J-15 in Zukunft auch für den Export zur Verfügung gestellt wird.
Es ist jedoch wichtig zu betrachten, dass der Export von Kampfflugzeugen und anderen Waffen von verschiedenen Faktoren abhängt, einschließlich der politischen Beziehungen zwischen Ländern und den nationalen Sicherheitsinteressen. Hier ist die Rolle Russlands als Mutterland des Suchoi-Vorbildes hervorzuheben. Es gibt übrigens keine öffentlich zugänglichen Informationen darüber, ob die J-15 von China bereits für Überflüge über Taiwan eingesetzt wurde. Allerdings hat China in der Vergangenheit militärische Flüge und Übungen in der Nähe von Taiwan durchgeführt, was zu Spannungen zwischen den beiden Ländern führte. Die taiwanesische Regierung hat wiederholt Bedenken über die wachsende militärische Präsenz China in der Region geäußert. Es ist jedoch auch hier wichtig zu betrachten, dass jeglicher Einsatz von Kampfflugzeugen im internationalen Luftraum bestimmten rechtlichen Bestimmungen und Verfahren unterliegt, die sowohl von China als auch von allen anderen Ländern der Welt eingehalten werden müssen. Ja, Freunde, das waren ein paar Fakten zur J-15 aus China. Viel Spaß euch jetzt beim Review vom Kaderset zur J-15 aus China. 4,5 Stunden später steht sie da, unsere J-15 bzw. das Kaderset C56028 1481 Steinchen. Der Stolz der chinesischen Marine, würde ich sagen. 4,5 Stunden Bauspaß, ihr habt es gesehen. Meine Freundin hat ihn geklemmt, aber glaubt mir, ich war die ganze Zeit dabei, weil ich ein bisschen neidisch war. Dieses hätte ich gerne gebaut, aber es war ja ein Geschenk von mir, habe ich euch erzählt. Denn dieses Gerät, nenne ich es mal, dieses Flugzeug, das fasziniert mich ja sowieso, euch da die Geschichten zu erzählen. Und ich habe noch nie so einen Düsenjäger, so einen Kampfjet aus Technikelementen gesehen. Deswegen war ich hellauf begeistert und habe fast die ganze Zeit zugeschaut und auch mal ein bisschen mit Hand angelegt, beziehungsweise haben wir Probleme gehabt, dass wir hier einmal den Stein, der hier blau ist, in schwarz gebaut hatten. Das habt ihr bestimmt gesehen und umgekehrt, und da habe ich ein bisschen geholfen. Das war aber alles, haben wir Cut gemacht, habt ihr gar nicht mitbekommen. Also wirklich 4,5 Stunden Bauzeit. Was man vielleicht vorab sagen muss: Dieses Flugzeug hätte Motorisierung ja gebraucht, beziehungsweise optional kommt sie dazu, denn bei den Getrieben, bei den möglichen Features, die man hier einbauen könnte mit Motoren, Beleuchtung wäre auch noch dabei gewesen, wäre das Ding wahrscheinlich noch besser gewesen. Weil man baut jetzt eigentlich nur hier hinten eine Hand-auf-Gott-Steuerung, vorne für das Bugrad. Der Rest, nämlich zum Beispiel noch ein Motor, also Antrieb zum Fahren, der ja fehlt. Seht ihr aber in der zweiten Anleitung. Ich hole sie mal eben gerade. Das ist die zweite Anleitung. Und da seht ihr dann die Bauschritte F. Ich blätter kurz hin. Sind alle die mit der Motorisierung kommen. Da sehen wir es. Oh, zack. Da ist die Motorisierung und die verbauen wir dann hier. Kommt unten runter die Batteriebox und die Motoren, um halt dann hier den Antrieb zu machen, damit wir das Fahrzeug steuern können, damit es dann fahren kann. Hier ist dann die Beleuchtung hinten. Da seht ihr auch extra Steine. Das erklärt nämlich auch, warum wir hier so eine ganze Menge über haben. Ein ganzer Beutel teuer Kadersteine ist ja super. Kann man nie genug haben. Vielleicht rüsten wir das Gefährt auch noch mal irgendwann mit Motoren aus. Als ich es bestellt habe, wusste ich nicht, dass es da auch eine Motorisierung für gibt. Auf der Messe bei Freakware war er auch ohne Motoren. Deswegen habe ich den auch so bestellt. Man kann natürlich das auch, oder muss es auch sagen, wir haben hier die Stud-Shooter nicht verbaut, die ihr hier auch seht. Diese beiden hier habe ich weggelassen, denn mit diesen Flügeln sieht es halt auch eher aus wie eine J-15 bzw. wie eine Suchoi 33. Aufkleber haben wir auch weggelassen, diesen riesengroßen Aufkleberbogen, den habt ihr gesehen beim Unboxing, weil ich so es einfach viel schöner finde. Und rote Sterne auf Flugzeuge mag ich zurzeit sowieso nicht, egal ob es chinesische sind. Deswegen habe ich es mal weggelassen. So ist es etwas neutraler. Haben wir einen blauen Fighter, unseren Sky Shark, und gefällt mir. Fangen wir mal an mit den kuriosten, denn vielleicht ist es diese Minifigur. Die habe ich so noch nie gesehen. Ich wusste auch nicht, dass Kader eine Minifigur hat. Da seht ihr einen Print, sogar ja, erhaben. Man kann ihn fühlen. Hände kennen wir, ja, oder generell die Form kennen wir von Figuren aus Dänemark. Hier hinten steht auch drauf China Space. Der Kopf hat so ein kleines Gelenk und der Kopf hat irgendwie hier, dieser Typ hat irgendwie ja keine so gute Nackenmuskulatur. Der Kopf fällt immer nach
vorne. Oder er ist ein Ja-Sager und nickt immer so. Das gibt es ja auch in kommunistischen Ländern. Da seht ihr der Kopf. Ein Tonnenkopf. Ein Ja-Sager, der kippt immer nach vorne. Also eigentlich nichts für so ein Flugzeug, weil eine Beschleunigung und dann gleich... Na, egal. Lustige Figur. Passt aber auch ins Cockpit. Schauen wir uns gleich an. Ist jetzt eh so ein bisschen schwierig, Freunde. Das Ding ist sehr groß. 70 cm von der Spitze bis hinten zur Spitze. Ihr bekommt Detailfotos, da könnt ihr nochmal alles genau sehen. Ich zeige euch jetzt eigentlich nur die Hauptfeatures, die man so ein bisschen, ja, bespielen kann. Das ist natürlich hier das Bugrad, das man drehen kann. Eine sehr große Umsetzung. Ihr seht vielleicht hier unten schon, dass es sich bewegt. Wir haben natürlich Stud-Shooter hier unten, die wir auch auslösen können. Ich klappe mal kurz den Flügel hoch. Generell hier die Raketen, müsst ihr aufpassen, man kommt da schnell mal gegen. Aber ich finde generell mit weißen Technikelementen hier sie aufzuhängen gar nicht so uncool. Und hier haben wir den Stud-Shooter, beziehungsweise die Stud-Shooter und boing, da flog er schon durch die Gegend, zeige ich euch gleich. Natürlich kann man die Flügel einkippen, ist ja auch ein Marineflugzeug. Und dementsprechend auch hier noch so eine Luftbremse, die wir hier so anklemmen können. Wobei, wenn dieser Hebel einmal unten ist, kriegt ihr ihn ganz schlecht wieder hoch hier raus aus der Öffnung. Jetzt geht's. Egal, Vorführeffekt. So, Klappe zu, die geht auch nicht ganz zu, ist auch ein bisschen blöd. Was ihr hier auch vielleicht seht, ist dieser Gap. Ne, den könnte man vielleicht, wenn man will, hier mit einem Pin verbinden. Aber die Suchoi, die J15, die macht wirklich so einen kleinen Knick, daher passt es. Was ich ganz cool finde, ist, ich habe jetzt hier einen Stud verschossen, beziehungsweise so einen Stab. Wir haben hier vorne in der Spitze, die nur gesteckt ist, das Magazin. Für alle weiteren können wir dann hier rausnehmen und nachladen. Und wir haben sogar reichlich. Ihr wisst selber, wie schnell man da mal gegenkommt. Eigentlich auch nur gesteckt. Dieses Teil kenne ich so nicht, aber hier dann Kreuz und vorne drauf. Ganz lustig. Hier in der Schnauze haben wir eh noch so ein Steinchen oder einen Lückenbüßer, nenne ich mal, den wir eh nur stecken. Und dann hier einfach auf die Kreuze und drauf. Wir haben eh ein paar Sachen, die nur gesteckt sind oder nur rein lose. Genau wie hier das Cockpitdach. Ich ziehe es nicht weiter. Das wird auch einfach nur reingesteckt. Ich zeige euch jetzt aber mal das Cockpit, weil das finde ich ziemlich cool für ein Technik-Set, dass wir hier so viele Details haben. Ihr habt die ganzen Aufkleber gesehen vielleicht. Ihr seht da rechts sogar ein Hebel zum Beschleunigen und wir sehen ein Loch durch. Da kann vielleicht der Pilot, wenn der Flug zu lange dauert, ihr habt es bei den Fakten gehört, 3500 Kilometer Reichweite, kann er vielleicht laufen lassen. Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, wirklich für ein Technikmodell richtig cool. Wobei man hier oft, ja, ihr seht es hier, 2 Noppen nur und keine richtige Auflage hier. Das geht leicht ab. Also ich habe das schon ein paar Mal abgerissen. Das ist ein bisschen tricky. Und jetzt mit einer Hand ist auch schwierig. Wartet. So. Vorführeffekt. Aber ihr seht auch da, wir haben hier diese Jumper. Da können wir dann die Pilotenfigur auch aufnoppen. Die passt ganz genau rein. So, und jetzt, da das nur gesteckt ist, müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, so, dass auch sitzt. Jetzt sitzt es. Sieht aber cool aus. Ja, hier ist das Steuerrad für das Bugrad. Also da die Hand auf Gott. Kurbelung, da ist sie, damit wir das Bugrad bewegen können. Da seht ihr es. Lange Übersetzung, aber es tut. Schauen wir es uns von unten an, denn da spielt ja die Musik. Da seht ihr die Öffnung hier für die Batteriebox und hier hätten dann diese Motoren eingebaut werden müssen, damit wir dann hier die Räder antreiben können. Ihr seht nämlich, hier ist eine Lücke bei den Zahnrädern. So können wir drehen, wie wir wollen. Aber da wird was angebaut, auch hier, damit wir dann bewegen können. Und auch hier diesen Mechanismus zum automatischen Abschießen der Studs. Boing, boing, boing. Ihr seht es jetzt wegfliegen. Geht dann alles, wenn hier die Zahnräder verbaut sind für den Motor. Natürlich blöd von mir jetzt, ich darf diese ganzen Dinger dann gleich noch aufsammeln. Die Technik hier interessant. Ihr könnt es halt jetzt trotzdem drehen. Und ein bisschen drehen sich die Räder hier doch. Liegt aber nur daran, dass da das Zahnrad sich dreht und dann dieser Pin so auf den Reifen anliegt, dass er sich auch dreht. Wie gesagt, hier hätte eigentlich eine Motorisierung reingehört. Von hinten finde ich ganz cool, denn wir haben hier, wie ich es bei Kobi auch kenne, ein bisschen Gummiräder benutzt, um die Antrieb, die Düsen, die Turbinen anzudeuten. Gerade diese schwarzen Verschlüsse, um den Strahl zu leiten. Da seht ihr es nochmal. Sieht cool aus, einfach gemacht, gefällt mir. Auch hier hinten diese farbliche Absetzung, hier mit diesen Slopes, richtig cool. Und dann natürlich hier vorne die Flügel, kleine Schwachstelle, hängen nämlich nur an einem Pin, kommt man leicht mal gegen, da nur ein Pin und dann wird es wieder drauf gesteckt. Ja, kommt man leicht mal geben, fällt leicht mal ab. Aber schön Brickbuild, das gefällt mir. Und hier mal von vorne
das ganze Teil sieht cool aus. Man hätte vielleicht auch das Fahrwerk gleich weglassen können. In der Anleitung ist es so nicht drinne, nicht so vorgesehen dafür. Ihr seht auch generell, so halt ein bisschen aufpassen, zack, dass wir das Flugzeug so, na, es ist sehr groß, Freunde, ihr seht es ist sehr groß. So, na, komm ins Bild, komm ins Bild. Jetzt haben wir es fast ganz ins Bild bekommen, unsere J15. Ja, fast 10 Minuten laber ich jetzt schon. Das Coolste ist wirklich vielleicht, dass man, wenn man sagen kann, der Platz reicht nicht, wir klacken die Flügel hier ein, zack. Dass es wirklich Spaß macht zu bauen. Es sind Kadersteine, die wirklich über jeden Zweifel erhaben sind. Man hat vielleicht hier mal so einen kleinen Kratzer, aber das hat man, glaube ich, bei jedem Hersteller irgendwie, dass es Steine gibt mit kleinen Kratzern. Die Scheiben sind auch soweit ganz okay, haben jetzt ein bisschen Patsch von meinen Fingern, aber wirklich zur Steinequalität wirklich 1A Kadersteine. Ich glaube, Kadersteine neben den berühmten Go-Bricks sind die allerbesten Steine aus China. Ich würde wahrscheinlich sogar sagen, dass die Kadersteine mit die besten sind. Also wirklich ein Fahrzeug, wenn ihr sagt, ich möchte Technik bauen. Ich bin vielleicht noch gar nicht so der affine Technikbauer, aber ich möchte mal was Großes bauen mit ein bisschen Funktion, weil eigentlich ist die Funktion ja wirklich nur das Bugrad hier, aber ich möchte mal ein bisschen Getriebe und ich möchte mal lernen, wie es geht. Dann baut man das, weil man wirklich schon ahnen kann, auch wenn man es baut, wie eigentlich der Antrieb mit Motor gedacht wäre. Also ein tolles Gefährt, ein tolles Flugzeug. Ich habe jetzt nur ein Problem. Ich muss echt gucken, wohin damit. Es ist wirklich groß. 70 cm. Hammer. Ja, Freunde, schreibt mir bitte eure Meinung zum Set unten in die Kommentare. Ihr bekommt jetzt ein paar Detailfotos. Da könnt ihr euch von all dem, was ich gerade erzählt habe, nochmal ein eigenes Bild machen. Und dann hören wir uns zum Abschluss noch einmal, Freunde, und schauen uns in die Augen. Viel Spaß! Ja, Freunde, während ihr hier nochmal ein paar Detailbilder bekommt, um euch selber nochmal einen eigenen Eindruck davon zu machen, wie dieses Set aussieht, möchte ich aber auch nochmal darauf hinweisen, dass es gar nicht so einfach war, diesmal Fotos zu machen, denn das Flugzeug hat ja 50 cm Spannweite und ist 70 cm lang. Also wenn ihr euch auch für diesen Vogel entscheidet, denkt dran, ihr braucht Platz. Man kann natürlich die Flügel einklappen, aber irgendwie sieht es dann auch nicht ganz so cool aus. Auch müsst ihr aufpassen beim Einklappen der Flügel, dass man ganz leicht an diese Shooter-Batterien kommt und ja, diese Dinger fliegen überall hin, bloß nicht dahin, wo sie sollen. Falls ihr euch also dafür interessiert, ich habe euch mal einen Link unten in die Videobeschreibung gepackt. Das ist kein Affiliate-Link, das ist ein ganz normaler Link, wo ihr das Set erwerben könntet, da wo ich es auch gekauft habe. Sonst mein kleiner Hinweis: Kaderimporteur in Deutschland ist die Firma Freakware. Da bekommt ihr eigentlich alle gängigen Kadersets aus Deutschland ganz normal per DHL und so weiter geliefert. Ich werde dort auch noch einmal bestellen. Ja, das waren Detailbilder und jetzt zu meinen letzten Worten, liebe Freunde. Und da ist noch einer. Ja, wenn man einmal dagegen kommt, dann fliegen diese Dinger durch die Gegend. Und ihr kennt das, ne? In welchen Ritzen die überall stecken bleiben. Ein cooler Fighter. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Das erste Mal ja so ein großes Tech-Review von der Firma Kader. Ich habe Kader erst einmal hier vorgestellt, so ein kleines ferngesteuertes Auto. Und sonst war Technik hier auf meinem Kanal ja auch ein bisschen Mangelware. Und hier muss ich mich natürlich ganz doll bei meiner lieben Freundin, der Klemmbaustein Lady, bedanken, die hier das Flugzeug ja mit mir gebaut hat. Einen längeren und größeren Speedbild werdet ihr auch auf ihrem Kanal finden. Da könnt ihr nochmal genauer hingucken, wie was wo gebaut wurde. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung und findet ihr oben auf dem i auch die liebe Klemmbaustein Lady. Ja, schreibt mir eure Meinung bitte zu diesem Set unten in die Kommentare. Was haltet ihr davon, wenn ich hier A, Technik von Kader vorstelle und B, was haltet ihr von so einem Set? Wäre das was für euch? Ich kann wirklich sagen, ich habe unter vielen Kommentaren, zum Beispiel zu Kobi-Sets, schon immer gehört, ich hätte gerne Suchoi und dies und das und jenes. Und da dieses Flugzeug ja auf eine Suchoi basiert, dachte ich halt auch am Ende, passt vielleicht ganz gut zu meinem Content. Wie gesagt, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Wie immer, und jetzt kommt das YouTube-Gedödle, hätte ich ganz gerne für den Algorithmus Daumen hoch, Daumen runter. Kommentar habe ich schon erwähnt und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und oder vielleicht anderen Leuten von meinem Kanal erzählt. Wenn ihr abonniert habt, dann drückt ihr bitte auf die Glocke. Hat den Vorteil einfach, dass ihr kein Video verpasst. Ja, und
es handelt sich um ein Flugzeug, dann ist es schon Tradition, dass ich sage, liebe Freunde, guten Flug, auf Wiederbauen, euer Freund der Blogster.